Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nicht wundern, startet merkwürdig. Heute gibt es ein bisschen was zu erzählen, witzige Sachen auf dem Flohmarkt, Ärger mit KISS online, dem Bestellshop und trotzdem eine coole Sache und eine richtig coole Sache, die ich meiner Sammlung zufügen kann. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Okay, ihr wisst, ich stehe auf Depeche Mode, ich stehe auf Synthpop, ich stehe auf EBM. Unter anderem mag ich auch die deutsche Band Camouflage. Das ist sie nicht. Camouflage wird eigentlich mit OU geschrieben und ich glaube, hinter dem A ist kein U. Das hier ist ein Rapper. Ich muss gestehen, ich bin ausgesprochener Rap-Hasser. Es ist für mich keine Musik. Es gibt Sachen, die sind gut mit Rap, Linkin Park. Und es gibt Sachen, die sind schlecht mit Rap, reine Rap-Songs. Ich kann damit nichts anfangen. Für mich gehört das nicht zur Kategorie Musik. Ich hasse Rap wirklich vom Herzen. Und ist wirklich, ich bin musikalisch sehr, sehr offen, aber Rap ist wirklich für mich der Tod. Da kann ich nichts mit anfangen. Das ist Rap. Ich habe nur gedacht so, ach du Heiliges, da hast du ja richtig ins Klo gegriffen. Hat jetzt mit einer anderen Platte, zeige ich euch gleich, habe ich nur einen Schnapperpreis auf dem Flohmarkt gezahlt. Deswegen habe ich sie eingepackt. Ich konnte damit nichts anfangen, kannte den Liedtitel auch nicht und dachte mir so, eigentlich hätte ich stutzig werden müssen, als da Featuring Brave Boy draufsteht. Da war mir eigentlich schon irgendwie klar, das kann es nicht sein. Aber ja, das Universal Cover sieht ganz nett aus. So, weiter geht's nach diesem Griff ins Klo mit dieser Platte hier. John Travolta, ich fand das Cover sehr geil. Ich bin ein großer John Travolta-Fan seiner Filme, besonders seit dem Film Battlefield Earth. Das ist der Film von John Travolta, den kaum einer kennt und alle Kacke finden. Ich bin der einzige Fan auf der Welt von diesem Film. Wirklich, ich glaube, es gibt keinen anderen Fan von Battlefield Earth, nur mich. Ich liebe den Film. Seitdem bin ich irgendwie John Travolta-Fan auch so ein bisschen und ja, Grease kennt man natürlich auch von früher. Und ich fand das Cover einfach geil. Und ich sammle Soundtracks und das ist hier halt von Grease, ja, der Soundtrack. Und was soll man dazu sagen? Es sind anscheinend dann die John Travolta Songs. Ich habe noch nicht reingehört. Cover ist cool, deswegen habe ich sie mitgenommen. John Travolta ist Kult. Jetzt kommt was Schönes und auch wieder Mysteriöses. Ich habe viele, viele komische Fälle diesmal hier, muss man echt sagen. Hier habe ich Omf. Dem einen oder anderen vielleicht bekannt, waren sehr, sehr erfolgreich eine Zeit lang mit Augen auf. Da gab es so einen kleinen Omf-Hype. Dann sind Omf sehr, sehr komisch geworden, wurden so eine Kasperle-Theatergruppe. Ich fand es grausam. Ich persönlich bin mit Omf groß geworden in der Zeit von Der neue Gott. Die erste Platte, dann ging es weiter halt mit den Platten Sperm, Defekt, Wunschkind und danach wurde es schwierig. Nee, dann kam noch die Ego. Die Ego war auch noch sehr gut. Und dann wurde es schwierig mit Omf, muss man echt sagen. Omf haben jetzt einen neuen Sänger, für mich seitdem sowieso raus, weil ich finde den neuen Sänger nicht so gut. Und Dero war einfach genial, hat ja jetzt irgendwie den Weg zu dem neuen Gott gefunden und singt ja jetzt irgendwie seine Songs nicht mehr, die ja irgendwie dann oftmals so ein bisschen ja, in diese schwarze Richtung gingen. Was auch immer da los ist. Muss jeder selbst wissen. Ich finde es schade. Auf jeden Fall das Ding hier sehr cool mit Cover. Und das ist nicht alles. Das Ding ist eine, ups, gerade meine Kamera fast umgehauen, eine unverkäufliche Musterplatte, die mit Cover gekommen ist. Sehr ungewöhnlich, weil eigentlich kommen die dann meistens in so ein Machinery-Cover von diesem Plattenlabel. Hier habe ich die Hülle dazu bekommen. Ich will da nicht meckern, weil das ist überhaupt verdammt schwierig, die zu bekommen. Und da bin ich jetzt ganz glücklich, muss ich sagen, dass ich eine Musterpressung mit Originalcover habe. Ob die wirklich so jemals ausgegeben wurde, kein Schimmer, muss ja aber irgendwie, weil wie kommt man sonst an sowas ran? Weiter geht es mit Kuriositäten. Heute Flohmarkt, Frontline Assembly, EBM-Mucke, geht so in Richtung Front 242. Ja, geile Band. Ich glaube, jetzt muss ich echt lügen. Sind die aus den Staaten oder aus Kanada? Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall irgendwie von drüben. Und das, ja, ist eine Maxi. Ich, gut wie ich bin, Brille natürlich immer nicht dabei, hole das Ding raus,
gucke mit meinem geschulten Blick auf das Cover, Frontline Assembly auf dem Label, alles gut, wieder eingesteckt. Zu Hause merke ich so, da sollen 2 Songs drauf sein, auf dem Album hier oder auf der Platte sind aber mehr. Das ist ein Album. Da ist die Platte Gashed, Senses and Crossfire drin, irgendwie so. Ja, ist ein Album, das allerdings ist selten auf Vinyl zu kriegen und teuer mit dem falschen Cover. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weinen oder glücklich sein soll. Eigentlich bin ich ganz glücklich, dass ich das Album habe, was teuer ist, weil die Maxi bekommt man günstiger. Also demnach muss ich mal gucken, ob irgendwie ich an das Cover komme. Also falls irgendjemand das Cover von Frontline Assembly, Gashed Senses, bla 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 hat, ja, gerne melden. Ich suche das jetzt. Jo, das war die Scheibe. Kommen wir, bevor wir zu den Knallern kommen, zu einem weiteren Flohmarktfund, obwohl für mich ist auch ein Knaller. John Carpenter. Ich habe es fast überblättert. Ich habe plötzlich nur das Ende gelesen und dachte mir, ups, das ist doch einer der geilen Filme von John Carpenter. Und siehe da, es ist tatsächlich Filmmusik von John Carpenter. Auf der anderen Seite haben wir Darkstar. Das Lied ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber hier haben wir den Original-Soundtrack von Das Ende. Oftmals ist es von der Splash-Band gespielt. Ist dann so eine poppige Version, auch ganz geil, aber das ist wirklich Original-Soundtrack. Und wer das nicht kennt, Das Ende, der Soundtrack, legendär, absolut mystisch. John Carpenter, bester Songwriter für Soundtrack allgemein, für Filmmusik. Genial. Ich liebe John Carpenter Sachen. Wenn ich was sehe, nehme ich es immer mit. Einer der besten Filmmusikmacher aller Zeiten. Kommen wir zum Mega-Griff des Tages, würde ich es jetzt mal nennen. Angelo Kelly, Irish Heart. Ich muss gestehen, ich bin erst so ein bisschen auf Angelo Kelly gegangen, nachdem ich ihn jetzt auf der Börse getroffen habe in Holland. Da habe ich da mal so ein bisschen reingehört, was macht er jetzt eigentlich alles genau? Kelly Family, ja, kenne ich. Und habe hier mal reingehört. Es ist gar nicht schlecht, aber was das Coole daran ist ein Doppelvinyl im grünen Vinyl. Das Ding ist ultra selten und richtig teuer. Also ich habe keine unter 45 € gefunden und ich habe dafür 4 € auf dem Flohmarkt bezahlt. Also was soll man da sagen? Grandioser Griff. Das Ding kommt mit Booklet. Ihr könnt das hier aufklappen. Und es ist ein absolut genialer Song drauf. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Ist jetzt ungefähr 16 Jahre alt. Massive Attack, Teardrop. Ist ein schöner Song, den ich aber früher wegen der Stimme der Frau nicht so gut fand. Jetzt haben wir hier die Version von Angelo Kelly und die ist wirklich Granate. Echt, seine Stimme passt wie Arsch auf einmal darauf und ist absolut genialer Song. Also wer das noch nicht gehört hat hier von Angelo Kelly und den Song mag, hört mal in die Version rein. Ist ein richtig schönes Lied, wirklich. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit der Scheibe. Nicht nur, dass das Ding wirklich sonst mega viel Geld kostet, sondern weil es wirklich auch eine schöne Platte ist. Also dann wirklich gute Songs drauf, wo ich nicht mit gerechnet habe. Also Angelo, falls du das siehst, ich weiß, vielleicht guckst du ab und an meinen Kanal. Coole Scheibe. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wahrscheinlich erst nächstes Jahr bei der Record Fair. Dann kannst du mir da mal was draufschreiben. So, das war diese Scheibe. Und apropos draufschreiben, das wollte ich sagen. Jetzt, ich weiß nicht, wie ich anfange. Ich lasse die als letztes. Nee, wir machen erst was anderes. Wir gucken uns das hier an. Und zwar ist das Kiss Unmasked 45 Jahre Anniversary. Eine meiner Lieblingsscheiben von Kiss, Tomorrow Is That You, sind so meine Lieblingssongs von der Platte auch und auch allgemein mit meinen Lieblingssongs von Kiss. Die Scheibe für mich Kult. Ich liebe das Cover mit diesem Comic drauf und ich mag die Platte einfach. Und diese 45 Jahre Anniversary Version ist wirklich schön. Und hier muss ich jetzt auch wieder eine Geschichte zu erzählen und ausholen. Habe ich bestellt mit Blacklight Poster von Unmasked. Ich wollte es unbedingt haben. Und das soll vor 2 Wochen verschickt worden sein. Und es kam und kam und kam nicht. Und dann habe ich da hingeschrieben und dann hieß es, ja, ist wohl verloren gegangen. Die Platte ist aber angeblich nie losgeschickt worden, laut Sendungsverfolgung.
Jetzt haben sie dann gesagt, oh, das T-Shirt, was man dazu kaufen muss man ja leider sagen, ist in L nicht mehr lieferbar. Alle anderen Größen sind auch weg, nur noch S. Ob ich die dann halt haben möchte, die Platte mit dem Poster, aber halt das T-Shirt wird gut geschrieben. Habe ich gesagt, jo, es ist immer noch nicht versendet. Das Ding habe ich vor einer Woche nachbestellt, weil es mit T-Shirt in Größe S noch verfügbar ist. Und das Ding ist jetzt gekommen nach einer Woche. Meine Platte, die ich vor Wochen mittlerweile bestellt habe, ist immer noch nicht da und wird auch irgendwie immer noch nicht verschickt. Bin gespannt, ob ich sie noch kriege. Hier ist das T-Shirt dazu. Ich packe es nicht aus. Größe S passe ich bei weitem nicht mehr rein. Habe ich vor 20 Jahren das letzte Mal getragen, glaube ich. Sehr cooles T-Shirt eigentlich mit den Unmasked-Bildern hier drauf von dem Teil hier unten. Und hinten sind die Titel drauf von dem Album. Eigentlich ein cooles T-Shirt, leider jetzt nicht in meiner Größe. Ein bisschen ärgerlich. So, schauen wir aber hier in dieses Teil rein, weil ich muss es euch zeigen, weil es ist so wunderschön. Ein einzelnes Video lohnt sich nicht. Guckt euch bitte erstmal das an. Es ist embossed. Leider ist das sehr, sehr wenig. Man sieht es nur ganz, ganz leicht. Und hier hinten auch die Tracks sind so leicht, ja, dass man sie fühlen kann, und hier oben auch. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Hätte man ein bisschen stärker machen können. Was aber das Highlight dieser Platte ist, und leider habe ich natürlich die Picture Disc wieder mal nicht bekommen, ist das Poster. Das ist nämlich hier so ein Hochglanzposter mit diesem Motiv, und das ist wirklich richtig geil, wie ich finde. Und wenn man jetzt nämlich die andere Version hätte, die Picture Disc, dann hätte die hier nämlich noch das Poster drauf, was man normal aus der Unmasked kennt, wo sie sich die Masken abreißen. Tja, habe ich leider nicht. Wieder zu spät gewesen, alles wieder ausverkauft, Scalper freuen sich und die Fans gehen leer aus. So, das ist noch nicht alles, weil jetzt kommt der Highlight dieser, ich habe heute echt ein Sprachproblem. Das Highlight, und das ist nämlich das Vinyl. Und jetzt guckt bitte, ich glaube, ich besitze bisher keine schönere Scheibe. Ich weiß nicht, ob das annähernd rüberkommt auf dem Video, aber das Ding ist wirklich Neon-Splatter und sieht einfach nur super geil aus. Und von beiden Seiten hier auch noch mehr Gelb drin. Absolut geniale Scheibe. Ich glaube, es ist ein bisschen angelehnt an die mexikanische Pressung, die ja auch damals im transparent Clear Splatter kam. Auch so diese Farben hat, so grün, gelblich. Und das Ding hier ist echt der Hammer. Ich bin so glücklich, die zu haben. Ich liebe die Unmasked-Scheibe, und das hier ist wirklich die schönste Version, die ich davon jetzt bisher besitze. Absolut cooles Vinyl. Da hat KISS wirklich mal, oder wer auch immer jetzt dahinter steckt, die Platten rauszubringen. KISS ist ja, glaube ich, hier haben wir alles verkauft, gar nicht mehr groß involviert. Ja, absolut alles richtig gemacht mit der Wahl von diesem Kunststoff für die Schallplatte. Also mega Teil. So, damit haben wir das auch abgefrühstückt. Kommen wir zum absoluten Highlight. Okay, kleiner Trommelwirbel. Jetzt kommt es. Ich habe schon lange danach gesucht und endlich habe ich sie. Machine Head. Burn My Eyes live in the Studio 2019. Und es ist die limitierte Version auf 500 Stück, die original von der damaligen Besetzung unterschrieben ist. Suche schon sehr, sehr lange danach, ist meistens sehr teuer, habe sie jetzt für einen echt guten Preis bekommen über Discogs. Leider ein paar Blessuren hier an der Seite, konnte ich aber mit leben, weil ich einfach für die Platte jetzt auch keine 300 € ausgeben wollte. Das Ding wirklich auch richtig, richtig schön. Wir gucken uns das einmal an. Wir haben hier die Innenhüllen, die so aussehen. Sehr, sehr nice Zeichen auch, sehr cool gemacht. Da die Gesichter immer drin von den Jungs. Dann haben wir halt das Gatefold-Cover und hinten drauf die Songs, die drauf sind. Ist das Burn My Eyes Album live eingespielt im Studio. Sehr, sehr coole Qualität. Ich habe mal reingehört. Und es kommt natürlich im wunderschönen Red Black Splatter Vinyl, 2 Scheiben. Absolut genial. Sieht richtig, richtig gut aus. Ja, schöne Scheibe. Endlich kann ich sie zur Sammlung hinzufügen. Es gibt noch eine weitere Version. Ich glaube, insgesamt ist die auf 1500 limitiert. Und die ersten 500 kamen dann, glaube ich, unterschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Oder es gibt noch mal 1500 nicht unterschrieben. Das auf jeden Fall, ein Highlight. Ich bin ein riesen Machine Head Fan. Wie gesagt, Rob Flynn, für mich einer der coolsten Songwriter in diesem Metal-Bereich. Und
Ich habe es unterschrieben. Absolut geil. Es sieht schön aus. Hier leider ein bisschen weggeschmiert. Vielleicht auch beim Unterschreiben passiert. Keine Ahnung. Aber das Ding wirklich ein Highlight in meiner Sammlung jetzt auch. Ich freue mich sehr, die zu besitzen. Und damit sind wir auch durch für das heutige Video. Schreibt mir mal rein, was von den Platten euer Highlight wäre. Und lasst einen Daumen da, einen Kommentar, ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'. Tschüss.